Hast du es gesehen? Dieses kleine Merkblatt der Bundesregierung zum Thema Essen und Trinken bevorraten? Man solle doch bitte Vorräte anlegen, für möglichst 10 Tage, für den Fall eines schweren Sturms, einer Krankheit oder wenn Lieferketten gestört sind, vielleicht wegen einer Dürre oder eines Stromausfalls. Die Reaktion darauf war oft Spott und Zynismus. Viele fragten sich, 10 Tage Nudeln gegen einen Sturm? Ist das alles, worauf wir uns vorbereiten sollen? In einer Welt, in der wir Nachrichten über geopolitische Spannungen und Cyberangriffe lesen, wirkt dieser Ratschlag fast schon rührend naiv. Man hat das Gefühl, die offizielle Empfehlung hinkt der komplexen Realität hinterher. Aber vielleicht übersehen wir etwas. Vielleicht ist diese Empfehlung, auch wenn sie harmlos klingt, der Anfang eines wichtigen Gedankens. Nicht, weil ein 10-tägiger Nudelvorrat uns vor allen Eventualitäten schützt, sondern weil sie uns daran erinnert, dass unsere hochmoderne, vernetzte Welt ihre Schwachstellen hat. Sie erinnert uns daran, dass die Selbstverständlichkeit, mit der wir leben, Strom aus der Steckdose, Wasser aus dem Hahn, volle Regale im Supermarkt, keine Naturgesetze sind. Es geht nicht darum, in Panik zu verfallen oder das Ende der Welt heraufzubeschwören. Es geht um einen klaren Blick auf die Realität. Wir leben in einer Zeit, in der ein Krieg am Rande Europas tobt und die digitale Infrastruktur, von der unser gesamtes Leben abhängt, zu einem potenziellen Schlachtfeld geworden ist. Ein massiver Cyberangriff, wie ihn Experten für möglich halten, könnte tatsächlich Teile unserer Versorgung lahmlegen. Nicht für immer, aber vielleicht lange genug, um Chaos zu stiften. Denk an die Wasserversorgung, die in vielen Städten von elektrischen Pumpen abhängt. Oder an unsere Just-in-Time-Logistik, die Supermärkte innerhalb weniger Tage leerlaufen lässt, wenn der Nachschub stockt. Denk an die Abhängigkeit von funktionierenden Kommunikationsnetzen, von Strom, von Treibstoff. Diese Systeme sind effizient, aber sie sind auch fragil. Und genau hier setzt der Gedanke der Vorbereitung an. Nicht als Weltuntergangsszenario, sondern als Akt der persönlichen Souveränität und Resilienz. Es geht darum, nicht völlig unvorbereitet zu sein, wenn das Unerwartete eintritt. Es geht darum, in einer unsicheren Situation handlungsfähig zu bleiben und nicht Teil der panischen Masse zu werden, die dann um die letzten Ressourcen kämpft. Wir leben in einer Welt der Illusion. Wir sitzen in unseren warmen Wohnungen, umgeben von Komfort und Technologie, und glauben, wir seien unverwundbar. Wir halten den Frieden für selbstverständlich, die vollen Supermarktregale für ein Naturgesetz und das Funktionieren unserer digitalen Welt für Gott gegeben. Wir sind die verwöhnten Kinder einer langen Ära des Wohlstands, unfähig, uns eine Realität vorzustellen, in der der Lichtschalter nicht mehr funktioniert und aus dem Wasserhahn kein Wasser mehr kommt. Aber was, wenn ich dir sage, dass dieses fragile Kartenhaus, das wir Zivilisation nennen, kurz vor dem Zusammenbruch steht? Was, wenn ich dir sage, dass die Frage nicht mehr ob, sondern wann der Konflikt mit Russland und China eskaliert? Und was, wenn ich dir sage, dass der erste Angriff in diesem Krieg nicht mit Panzern und Raketen geführt wird, sondern mit ein paar Zeilen Code, die unsere gesamte Gesellschaft ins Chaos stürzen? Du denkst, das ist Panikmache, das Gerede eines Doomsday-Preppers? Dann wach auf. Das ist keine ferne Dystopie mehr. Es ist die unmittelbare, brutale Realität, auf die wir mit einer atemberaubenden Naivität zusteuern. Und während unsere Politiker von neuen Sozialprogrammen träumen, planen unsere Gegner bereits den digitalen Tag X. In dieser neuen, gefährlichen Welt reicht es nicht, nur auf das Beste zu hoffen. Du musst dich auf das Schlimmste vorbereiten. Du brauchst eine Festung. Du brauchst einen Plan B, nicht nur für dein Geld, sondern für dein Überleben. Genau dieses System lehren wir in unserem Seminar Das Schweizer Taschenmesser für deinen Plan B, das wir regelmäßig in Zürich veranstalten. Es ist das Konzentrat aus jahrelanger Erfahrung in der Beratung von Menschen wie dir. Wir zeigen dir die 7 entscheidenden Werkzeuge, die du brauchst, um in dieser neuen, gefährlichen Welt souverän zu bleiben. Vom unzerbrechlichen Schild einer zweiten Staatsbürgerschaft über die finanzielle Festung von Bankkonten außerhalb der EU bis hin zur Errichtung krisensicherer Unternehmensstrukturen. Und bei unserem nächsten Seminar haben wir einen ganz besonderen Gast. Einen Mann, der die geopolitischen Risiken kennt wie kaum ein anderer, Ex-General Erich Warth. Er war jahrelang der engste militärpolitische Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel und kennt Wladimir Putin persönlich.
Er wird dir seine ungeschminkte Einschätzung der Lage geben und dir Tipps verraten, wo und wie du diesem Wahnsinn entkommen kannst. Alle Informationen dazu findest du unter dem Link in der Beschreibung. Und jetzt, wo du verstehst, was auf dem Spiel steht, lass uns in die Abgründe des Szenarios blicken, auf das uns niemand vorbereitet. Was passiert am Tag nach Kriegsausbruch? Der erste Schlag wird still und unsichtbar sein. Vergiss die Bilder von bombardierten Städten. Der erste Angriff ist ein massiver Cyberangriff auf unsere kritische Infrastruktur. Stell dir das vor. Du wachst morgens auf und dein Handy hat kein Netz. Das Internet ist tot. Du willst Nachrichten hören, aber das Radio rauscht nur. Du willst zur Arbeit fahren, aber die U-Bahn steht still, die Ampeln sind ausgefallen, der öffentliche Verkehr ist zusammengebrochen. Du gehst in die Küche, drehst den Wasserhahn auf. Nichts. Nur ein leises Gurgeln. Du denkst nicht darüber nach, aber in den meisten unserer Städte wird das Wasser nicht durch Schwerkraft, sondern durch elektrische Pumpen in die Leitungen gedrückt. Ein gezielter Hack, ein Virus wie Stuxnet, der damals die iranischen Zentrifugen zerstörte, kann diese Pumpen lahmlegen oder physisch zerstören. Plötzlich hat eine Millionenstadt kein Trinkwasser mehr. Was passiert als nächstes? Die Panik setzt ein. Du hörst Gerüchte. Du erinnerst dich, dass die Supermärkte in Europa auf einer Just-in-Time-Logistik basieren. Ein normaler Supermarkt ist ohne Nachschub nach 3 Tagen leer. Aber wenn die Menschen denken, dass er in 3 Tagen leer sein wird, ist er nach 6 Stunden leer. Die Regale werden geplündert. Die Leute prügeln sich um die letzte Packung Nudeln, um das letzte Desinfektionsmittel. Eine Szene, die wir schon zu Beginn der Corona-Pandemie in abgeschwächter Form erlebt haben. Und dann bricht die zweite Welle des Chaos los. Die Panik an den Tankstellen. Jeder will raus aus der Stadt. Aus Angst, sie könnte angegriffen werden. Es bilden sich kilometerlange Schlangen. Die Tankstellen sind schnell leer. Und diejenigen, die noch Treibstoff haben, blockieren die Ausfallstraßen. Und genau das ist Teil des Plans. Denn durch diese verstopften Straßen kommt der LKW mit frischen Lebensmitteln nicht mehr durch. Der Tanklaster mit neuem Treibstoff kommt nicht durch. Und, was am wichtigsten ist, die Militärkonvois kommen nicht durch. Die Panik der Zivilbevölkerung wird zur Waffe gegen die eigene Verteidigungsfähigkeit. Und diese Panik wird gezielt geschürt. In den sozialen Medien, über Telegram, über WhatsApp, werden Falschinformationen verbreitet, die von feindlichen Bots und Influencern gestreut werden. Sie werden verkünden, die Amerikaner würden gerade Atomwaffen in Stellung bringen, um einen Atomkrieg zu beginnen. Und die verängstigten, leichtgläubigen Menschen werden zu den Häfen rennen, um die Anlandung zu blockieren und damit unwissentlich die Logistik der NATO sabotieren. Chaos, gestiftet durch gezielte psychologische Kriegsführung, die darauf abzielt, die Gesellschaft von innen heraus zu lähmen. Das ist keine Fantasie. Das ist die moderne Kriegsführung. Und die Geschichte zeigt, dass wir anfällig dafür sind. Die Friedensbewegung, die Anti-Atomkraftbewegung der 80er Jahre, wurde nachweislich vom KGB unterwandert und unterstützt, um den Westen zu schwächen und von russischer Energie abhängig zu halten. Und heute? Der Hass, die Spaltung zwischen den politischen Lagern, die Unruhen in unseren Städten. In welchem Maße werden sie von feindlichen Akteuren befeuert, die ein Interesse daran haben, dass wir uns gegenseitig die Schädel einschlagen, während sie ihre Armeen an unseren Grenzen aufmarschieren lassen? Du hast 2 Möglichkeiten. Du kannst Teil der panischen Masse sein, die um die letzte Rolle Klopapier kämpft. Oder du kannst vorbereitet sein. Und vorbereitet sein bedeutet nicht, dass du zum Doomsday-Prepper wirst, der sich für die Zombie-Apokalypse rüstet. Das ist lächerliches Fremdschämen aus amerikanischen Doku-Soaps. Vorbereitet zu sein bedeutet, die Empfehlungen der Bundesregierung ernst zu nehmen und sie intelligent zu erweitern. Sie empfehlen, Vorräte für ein paar Tage zu haben. Ich sage, denk in Wochen, vielleicht sogar in 1-2 Monaten. Ein paar Kilo Reis und Nudeln extra im Keller zu haben, tut niemandem weh. Ein paar Kisten Wasserflaschen, die du sowieso trinkst, nach dem Rotationsprinzip zu lagern, ist keine Raketenwissenschaft. Ein Wasserfilter wie ein Livestraw kostet fast nichts und kann im Notfall dein Leben retten. Als die Corona-Pandemie ausbrach und ich sah, wie China 86 Millionen Menschen einsperrte, habe ich mich für 3 Monate eingedeckt.
Als die Panik ausbrach und die Leute sich in den Supermärkten prügelten, saß ich zu Hause auf meiner Veranda mit einem Glas Rotwein und hatte keinen Stress. Das ist keine Angeberei. Das ist der unschätzbare Vorteil von rationaler Vorbereitung. Das ist das Minimum. Das ist die persönliche Ebene. Aber die wahre Vorbereitung ist strategisch. Sie bedeutet, zu erkennen, dass der Ort, an dem du gerade lebst, vielleicht nicht der Ort ist, an dem du diesen Sturm überstehen willst. Sie bedeutet, jetzt, solange es noch geht, an den Säulen deiner persönlichen Souveränität zu bauen. Denn wenn der Tag X kommt, werden die Grenzen geschlossen, das Kapital wird eingefroren und die Optionen werden verschwinden. Die Zeit zu handeln ist nicht morgen. Sie ist jetzt. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.